Hallo Leute, hier kommt mal ein anderes Video von mir. Ich wollte euch Stockholm in der Vorweihnachtszeit zeigen. Heute bin ich bei der Einweihung der Nobel Week Lights, also die Lichter der Nobelwoche, da ja diese Woche hier in Stockholm die Nobelpreise verliehen werden. Seit einigen Jahren wird hier in der Innenstadt Anfang Dezember Lichtkunst ausgestellt. Ich bin auf Sergels torg und ihr seht um mich herum auch schon einiges, was leuchtet. Es macht den Eindruck, dass es ziemlich spät ist. Es ist aber erst 17 Uhr. Und da ist es in Stockholm im Dezember schon seit einigen Stunden dunkel. Deshalb macht sich auch die Lichtkunst zu der Jahreszeit besonders gut. Was ihr hier seht, ist zum einen das Stadttheater, das voll beleuchtet ist, aber nicht zur Ausstellung gehört. Auf der Treppe vor mir seht ihr die Lichtinstallation mit dem Namen Experiment, die einen Nobelpreis aus den vergangenen Jahren feiert, nämlich den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin von 2014, der die räumliche Orientierung und das räumliche Gedächtnis erforschte. Wie man sich auf der Treppe bewegt, beeinflusst die Farben und die Struktur. Der Obelisk auf Sergels torg, der umgangssprachlich auf Schwedisch die Stange genannt wird, Pinnen, leuchtet zur Weihnachtszeit rot. Das weiße Wirrwarr davor heißt Nematoden und feiert den diesjährigen Nobelpreis in Physiologie oder Medizin, der die Erforschung von MikroRNA in Fadenwürmern belohnt. Hier seht ihr einen Teil des Programmes des heutigen Tages, eine Performance, die auch Lichteffekte benutzt. Hier ist die Installation Das Auge, die dem Klimawandel gewidmet ist. Es feiert den Friedensnobelpreis des Jahres 2007, der an den IPCC vergeben wurde, also den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaveränderungen. Diese Projektion hier heißt BioCanvas und zeigt Bakterien, die Schüler einer 5. Klasse gezüchtet haben. Sie feiert den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin des Jahres 1945, der an Alexander Fleming verliehen wurde, dem Entdecker des Penicillins. Jetzt bin ich auf dem Weg zu weiteren Lichtkunstwerken und hier ist der Eingang zum Einkaufszentrum Gallerian. Davor stehen 2 leuchtende Hirsche. Hier haben wir einige Rehe. Unter dieser Brücke finden wir die Lichtinstallation Luciferin, die mit dem Gedanken spielt, dass wir selbst leuchtend sind, also Biolumineszenz erzeugen können. Das war der Nobelpreis für Chemie des Jahres 2008.
Dieses Werk heißt Die 18, was teils auf die Anzahl der Mitglieder der schwedischen Akademie anspielt, die den Nobelpreis für Literatur verleiht, und teils auf die Anzahl der weiblichen Nobelpreisträgerinnen für Literatur. Es sind nämlich auch 18. An die Fassade des Stadthauses wird das größte Lichtspiel projiziert. Es feiert in diesem Jahr die weiblichen Nobelpreisträgerinnen und ihre Forschung. Im Stadthaus findet auch das Bankett nach der Nobelpreisverleihung statt. For the greatest benefit to humankind, Alfred Nobel. Das ist der Abschluss des Lichtspieles. Also diejenigen, die im vergangenen Jahr zum größten Nutzen für die Menschheit beigetragen haben, sollen den Nobelpreis erhalten. Das stipulierte Alfred Nobel in seinem Testament. So, ich gehe dann jetzt mal. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wo ich euch mehr von Stockholm zur Vorweihnachtszeit zeige. Seid gespannt. Tschüss!